Leute, was geht bei euch? Hier ist wieder Sebastian. Ich grüße euch zu einem neuen Video. Und heute zeige ich euch ein neues, super leckeres Rezept. Und wir haben heute Putenbrust mit einer leckeren Tomaten-Parmesansoße gemacht. Und schaut euch mal dieses Teil an. Es ist super, super lecker. Lasst uns nicht lange quatschen. Ran an die Löffel, viel Spaß und bis später. Als erstes nehmt ihr euch die Hähnchenbrustfilets. Ich habe jetzt in diesem Rezept 3 Stück verwendet. Schneidet sie in kleine mundgerechte Stücke und dann könnt ihr die Hähnchenbrust erstmal zur Seite legen. Vor allen Dingen für Low Carb Fans ist diese Zutat super interessant, da sie sehr wenig Fett enthält, dafür viel Eiweiß und nicht nur gut schmeckt, sondern auch einfach gesund und schlank hält. Als nächstes nehmt ihr euch eine rote Zwiebel und die schneidet ihr wirklich in kleine Würfel und ja, schneidet sie einmal quer ein, einmal längs ein und dann einfach klein würfeln und dann könnt ihr die auch erstmal zur Seite legen. Als nächstes kommen unsere eingelegten Tomaten an die Reihe. Auch die schneiden wir klein und ja, die bringen einen sehr, sehr intensiven Geschmack mit und dadurch, dass sie eingelegt sind sie auch schon ein bisschen vorgewürzt. Als nächstes raspeln wir unseren Parmesankäse. Ich habe jetzt hier einen älteren, 6 Monate alten Parmesankäse benutzt. Die kriegt auch einen etwas jüngeren, allerdings hat der ältere einfach einen wesentlich intensiveren Geschmack, sodass ihr den für dieses Gericht wunderbar verwenden könnt. Ja, ich habe jetzt hier als Beilage Reis benutzt. Ich wasche meinen Reis, bevor ich ihn koche, eigentlich immer unter fließendem Wasser aus, um einfach noch so ein paar Verunreinigungen auszuwaschen, die beim Schälen des Reis quasi einfach entstehen können. Während der Reis nun kocht, können wir nun unsere Hähnchenbrust anbraten. Gibt dazu einfach ein wenig Sonnenblumenöl in eine beschichtete Pfanne und bratet die Hähnchenbrust einfach gut durch, sodass sie nachher einfach schöne Kruste quasi annimmt und stellt sie dann einfach kurz zur Seite, wenn ihr damit fertig seid. Als nächstes sind unsere Zwiebeln an der Reihe. Nehmt dazu einfach die Pfanne, die ihr gerade benutzt habt, mit dem alten Fett dort drin, was ihr für das Hähnchen gebraucht habt, und rüstet die Zwiebeln dort einfach ganz kurz an. Wichtig ist, dass ihr die Hitze der Pfanne hier ein bisschen runterstellt, weil sonst die Zwiebeln zu schnell verbrennen. Gebt dann eure geschnittenen, eingelegten Tomaten dazu und einen Esslöffel Tomatenmark. Als nächstes ist unser Spinat dran. Ich habe jetzt hier eine gute Handvoll Spinat benutzt. Bevor ihr das natürlich in das Gericht reingibt, denkt daran, ihn vorher zu waschen und ja, bratet ihn dann einfach ein bisschen mit. Das Ganze wird dann nun mit ca. 150 Milliliter Hühnerbrühe abgelöscht und nochmal kurz aufgekocht und gut verrührt. Als nächstes geben wir ein wenig Sahne hinzu. Ich habe jetzt hier ungefähr 150 Milliliter Sahne benutzt, in dem Fall die Rama Creme Fine mit einem Fettgehalt von 15%. Ihr könnt aber auch gerne ein bisschen mehr benutzen, müsst ihr mal schauen, wie das am besten für euch funktioniert. Jedenfalls ist Fett immer ein guter Geschmacksträger, also das beeinflusst definitiv das Gericht. Jetzt geben wir unseren geraspelten Parmesankäse dazu, kocht ihn kurz ein, sodass er gut schmelzen kann und verrührt
gut und köchelt das dann auf mittlere Hitze nochmal ein bisschen durch, sodass sich alle Aromen miteinander gut verbinden, und gebe dann die zuvor beiseite gestellte Hähnchenbrust dazu, verrührt das Ganze nochmal und dann ist das Gericht auch soweit fertig.